Die Schweizer Berge sind durchlöchert wie ein Emmentalerkäse. Überall hat es unterirdische Bunker, Führungsanlagen im Fels und Stollen im Boden. Der Bund hat die Anlagen zur Landesverteidigung in Kriegszeiten erbaut. Lange Zeit sind derartige Anlagen geheim gewesen. Die Öffentlichkeit hat häufig erst davon erfahren, wo die Anlagen nicht mehr gebraucht worden sind. So ist es auch mit dem Stollensystem bei Attighausen im Urnerland gewesen. Die ehemalige Führungsanlage war einer der grössten Kommandoposten. 2005 hat die Armee dann stillgelegt. Seit Anfangs dieses Jahres fungiert die Anlage aber wieder als Bunker. Jetzt allerdings für elektronische Daten. Schweiz Aktuell hat den Datenbunker unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen besucht. Der Berg lenkt den Blick auf und lenkt ab von dem, was 1000 Meter drunter versteckt ist. Ein unscheinbares Häuschen, der Eingang zu einem Bunkersystem. 3 Männer auf geheimer Mission. Hier kommt kaum jemand einfach so rein. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wird hier das wertvollste Gut von unserer digitalen Gesellschaft gelagert. Es sind elektronisch gespeicherte Informationen, Daten. Hunderte Meter geht es in den Berg rein und dort, noch einmal sicher eingeschlossen, das Herzstück des Datenbunker. In diesem Serverraum lagern sogenannte hochsensible Daten von Unternehmen, Pharmafirmen, Grossbanken. Wir haben hier hunderte von Rechnern von unseren Kunden. Das heisst, die können einerseits sensible Daten hier speichern, andererseits sehr sensitive Programme von hier aus laufen, damit sie im Schadenfall in einem anderen Rechenzentrum hier den Betrieb weiterführen können. Blitzschnell sind die Server per Internet mit der Aussenwelt verbunden. Für 2000 Franken pro Monat haben hier bereits 25 Firmen ihre hochsensiblen Daten abgelegt. Namen werden Kenner genannt, aus Sicherheitsgründen. Ein Kunde ist heute aber da. Seine Firma betreibt elektronische Safe. Man hat immer mehrere Standorte, wo die Daten gelagert werden. Wenn auf einem Standort irgendetwas passiert, sagen wir, ein Flugzeug abgestürzt oder ein Attentat verübt wird, braucht man unbedingt mehrere Standorte. Und das ist einfach der sicherste Fall, den es gibt für uns. Der sicherste und der best überwachte Standort für Daten soll es sein. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche wird alles registriert, was im Serverraum und rundum passiert. Alles, was von dieser 3-stöckigen Anlage, von diesen 15'000 Quadratmetern schon gebraucht wird, wird hier aus jedem Winkel überwacht. Das Stollensystem im Berg Zattinghausen. Es ist eine der grössten Führungsanlagen der Schweiz, gebaut in den 40er Jahren für die Landesverteidigung im Kriegsfall. Der Geheimkommandoposten K7, stillgelegt vor 7 Jahren und dann für eine ebenfalls geheime Summe verkauft an das Rechenzentrum. Aber ein bisschen ist es hier noch wie damals. Hier haben mittlere Kader Daten aufgenommen, Feindbewegungen, die eigenen Truppen, die man hier an der Wandtafel sieht, und haben das dann per Knopfdruck zum Generalstab geschickt, der dann offenbar die Entscheidungen getroffen haben, die nötig sind. Auch noch etwas, das geblieben ist wie in den alten Zeiten. Das ehemalige Trinkwasserreservoir für die Soldaten. Das ist auch heute ein wichtiger Teil des Datenbunkers, weil die Server, die laufen heiß. Denn Wasser für den Rechenzentrum hier mit einer Temperatur von 15 Grad wird der ganze Rechner so kühlen und das Wasser selber kommt von dem Berg. Das heißt, ja, wird immer die gleiche Temperatur, 15 Grad, konstant, und der ganze Rechner dann werden gekühlt. Und es hat noch viel Platz im Berg für Server, die warm laufen können. Wir haben hier Platz für 900 Petabyte Daten. Sie sehen die Dimensionen von dieser gigantischen Anlage. 900 Petabyte Daten, das ist ein 9 mit 17 No-Byte. Das heisst, allein in diesem Raum wäre Platz für Server mit den Familienfotos von ganz Europa von den nächsten 20 Jahren, sagen die Betreiber. Der Datenbunker von Attinghausen. Ein Labyrinth im Berg für die bombensichere Lagerung vom wertvollsten Gut unserer digitalen Gesellschaft. Wo man strengstens überwacht wird, bis man wieder draussen ist.